Mit der GoPro kannst du eine ganze Menge machen und sie wächst dir natürlich ans Herz, weil sie so klein und kompakt ist. Aber was ist, wenn diese Kamera mal kaputt ist? Ich habe es für euch getestet. Ich habe sie beim GoPro-Service eingeschickt. Wie das Ganze funktioniert, wie lange das dauert und ob das gut ist, das klären wir jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Wenn alles funktioniert, ist natürlich die GoPro eine ideale, coole Kamera für alle Lebenslagen. Aber was ist, wenn die GoPro mal kaputt ist? Und das werde ich euch jetzt einfach mal versuchen zu erläutern, dass es sozusagen einige Wege gibt, die man relativ schnell gehen kann. Und zwar muss man erstmal gucken, dass man das Problem feststellt. Kann natürlich sein, dass es Probleme gibt, die im Menü und in der Einstellung da sind. Dann ist es natürlich am Anfang erstmal empfehlenswert, das Akku komplett rauszunehmen, eine Weile zu warten und das Akku wieder komplett in die GoPro reinzustecken. Manchmal beheben sich dann einige Fehler vom Menü und von irgendwelchen falschen Einstellungen oder anderen Geschichten, dass man das gar nicht irgendwie einschicken muss. Dann muss man überlegen, wann hat man die GoPro gekauft. Das ist auch relativ wichtig, dass es sozusagen in den letzten 2 Jahren gewesen ist. Manchmal gibt es auch Garantien über 2 Jahre, da ist GoPro dann kulant, aber das muss man einfach probieren und dann halt anschreiben. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Dinge, die innerhalb von 2 Jahren Garantie passieren können. Und da ist es mir passiert, dass meine GoPro 9 bei einem Update den hinteren Monitor nicht wieder angeschaltet hat. Das ging alles nur über den vorderen Monitor. Hinten ging gar nichts. Über die App konnte ich auch nichts erreichen. Die App war nicht mehr erreichbar. Und da habe ich natürlich dann bei GoPro angerufen und wir können das ebenfalls machen. Also GoPro, die Telefonnummer, die war relativ schwer zu finden und am besten ist es, wenn du es wirklich übers Netz machst. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Überlegt bitte vorher, ob ihr den Garantiefall habt, ob ihr unter 2 Jahren Garantie liegt und natürlich jetzt schon mal die Rechnung bereitlegen oder den Kaufbeleg. Dann gehst du ins Netz, guckst unter www.gopro.com, dass du deine deutsche GoPro-Seite bekommst. Dann wird sie dir erstmal geöffnet und oben rechts gibt es dann einen Reiter, der heißt Support. Und auf diesen Support-Reiter einfach raufklicken, dann siehst du GoPro Support und drückst einfach diesen GoPro Support, kommt dann erstmal ein Fenster mit Kameras. Aus dieser Kameras-Geschichte suchst du dir dann deine Kamera raus. Wenn du jetzt quasi eine Kamera hast, die etwas älter ist, dann unter Other Models. Da. Ansonsten bei der Hero 10 und bei der Hero 9 Black ist es normal. Drückst du einfach rauf, Hero 9 Black. Dann gibt es die Möglichkeit, hier viele Texte anzuschauen, müsst aber nicht machen. Ihr geht direkt unter Kontakt Us und bei Kontakt Us kommt dann sozusagen die europäische GoPro-Seite, wo man den Kontakt aufnehmen kann. Ihr gebt dann eure Daten ein, ihr müsst das Modell eurer Kamera nochmal eingeben und wenn ihr alles eingegeben habt, dann einfach auf Senden klicken und abwarten, was passiert. Du bekommst dann erstmal von GoPro eine Bestätigungsmail, dass die ganze Geschichte bei GoPro eingegangen ist und GoPro sich dann sozusagen entscheidet, was mit deinem Artikel passiert. Bei mir hat es ungefähr 7 Tage gedauert, bis dann sozusagen eine Antwort kam, aber ihr müsst natürlich vorher noch einige Dinge erfüllen und zwar ist es so, dass dann von GoPro, wenn alles in die Garantie mit aufgenommen wird, ein Adressaufkleber für UPS kommt. Der kommt ebenfalls per Mail, wundert euch nicht, da ist noch eine Rechnung mit bei, die müsst ihr nicht bezahlen, das ist alles für euch kostenlos und dieser UPS-Aufkleber kommt mit der Mail zusammen mit der Auftragsnummer. Da kommt noch eine Mail, dann gibt es eine Auftragsnummer und diese beiden Dinge sind sehr wichtig. Ihr verpackt euer Produkt hier, die GoPro, in einen kleinen Karton, in eine kleine Kiste und dann gebt ihr noch einen Zettel mit dazu mit dieser Auftragsnummer, der sozusagen dort mit drin sein muss, beziehungsweise ihr klebt die Auftragsnummer auf das Paket außen rauf. Das geht auch oder mit einem Kugelschreiber raufschreiben. Wichtig ist, dass die Nummer bei GoPro ankommt. Dann geht ihr mit dem Adressaufkleber und eurem Paket zusammen zu UPS in eurer Nähe, sucht euch da sozusagen eine UPS-Station, gebt die Sendung auf. Wichtig ist natürlich dann auch einen Sendungsnachweis zu bekommen und das geht meistens bei UPS dann so, dass ihr das über euer Handy bekommt. Da gibt es dann digital diesen Sendungsnachweis. Eine gute Geschichte, geht da nicht verloren. Habe ich auch so gemacht. Okay. Dann ist erstmal das Paket weg und wie gesagt, nach 7 Tagen kam bei mir dann die Antwort von GoPro, wie sie sich entschieden haben. In meinem Fall war es so, dass ich eine neue GoPro 9 bekomme, weil der Fehler nicht mehr zu reparieren war oder
Ich weiß es nicht, im Menü irgendwas kaputt war, kann sein. Und ich war auf alle Fälle glücklich und war natürlich erstmal zufrieden als Kunde und dachte, okay, wie lange dauert es denn jetzt, bis meine GoPro da ist? Und wirklich, innerhalb von 10 Tagen gesamt, vom Wegschicken bis zum Ankommen, ist alles passiert gewesen und ich kann wirklich sagen, GoPro Service, Daumen hoch, das ist eine schöne Geschichte. Also dann kam nach 10 Tagen die GoPro bei mir in. Die schicken natürlich dann keinen GoPro in einem super neuen Paket. Die ist zwar neu und eingeschweißt in Folie, aber kommt dann halt nur so bei euch an, weil die anderen Sachen, die habt ihr ja sozusagen noch im Paket von den Sachen, die ihr gekauft habt. Also, bei mir ist es relativ gut gelaufen. Natürlich gibt es auch Fälle, wo es dann schief geht oder nicht gut läuft. Das kann auch passieren, aber ich hoffe, ich habe euch jetzt mal so einen kleinen Weg gegeben, wie ihr dann den Garantieplan bzw. eure kaputte GoPro zu GoPro schicken könnt. Ich kann nur sagen, das ist Kundenservice und das ist wirklich eine Sache, wo ich mich echt mal bedanken möchte und GoPro den Service hier direkt auch mal loben muss. Es wird viel gemeckert bei YouTube. Ich lobe jetzt wirklich mal den GoPro Service. Bei mir ist alles gut gegangen. Ich hoffe, ihr habt so eine kleine Richtung bekommen, wie ihr das in Zukunft macht. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie gerne in meine Kommentare. Wenn ich sie beantworten kann, mache ich das natürlich gerne. Ansonsten denkt bitte dran, die YouTube-Währung ist ein Like und ein Abonnement und das ist kostenfrei. Ich sage jetzt schon mal Danke dafür, wünsche euch viel Spaß und sehr gern bis zum nächsten Video. Und damit tschüss, bye bye und winke, winke.